1738 Kilometer trennen uns von der französischen Atlantikküste, wo wir in einem Surfcamp das Wellenreiten lernen wollen. Los geht's in München. Erstes Etappenziel, der Bodensee. Mit über 500 Quadratkilometern ist er der größte See Deutschlands. Traumhaftes Wetter lädt zu einem Spaziergang am Ufer ein. Obwohl schon Spätsommer ist, bekommt man hier wahre Frühlingsgefühle. Auf unserer aufregenden Reise quer durch Frankreich begegnen wir interessanten Menschen und Orten, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Nun trennen uns nur noch 1100 Kilometer von Sonne, Strand und Wellen. Den Traum vom Wellenreiten hatten wir schon länger. Die Reiseplanung war hingegen spontan und etwas chaotisch. Quer durch die Schweiz gelangen wir zu unserer ersten Stadt in Frankreich, Annecy. Die Kleinstadt mit knapp 50.000 Einwohnern bezaubert mit ihrem französischen Charme. Wellen gibt es hier zwar nicht, dafür aber eine schöne Promenade entlang des Flusses. Man merkt die Sportbegeisterung den Einwohnern förmlich an. Wie zum Beispiel hier bei diesem kreativ-sportlichen Denkmal. Nach einem anstrengenden Tag genehmigen wir uns eine köstliche Flasche Wein, genießen die französische Küche und überlegen uns die Reiseroute für den nächsten Tag. Mit Vollspeed rasen wir unserem nächsten Ziel entgegen, Clermont-Ferrand. Nicht vergessen, Mautgebühren zahlen. Und die sind nicht gerade wenig. Im Vorort der Großstadt findet man viele kleine Gassen und alte Häuser. Nach einer kulinarischen Rast mit frischem Baguette und Saint-Nectaire-Käse machen wir uns wieder auf den Weg. Neuer Kilometerstand. Nur noch 750 Kilometer bis zum Meer. Jetzt heißt es Gas geben. Es wird langsam Abend und wir haben immer noch keine Unterkunft für die Nacht. Nächster Stopp, unsere Lieblingsfranzösin Melissa. Nachdem wir in alten Erinnerungen geschwelgt haben, offenbaren wir ihr unser Dilemma. Die nächste Herberge ist zu weit weg. Wir haben zwar ein Zelt dabei, aber Melissa hat eine bessere Idee. Wir quartieren uns bei ihrem Opa ein. Während die Mädels schon früh ins Bett gehen, spiele ich noch bis 1 Uhr nachts mit ihm Schach. Endergebnis: 2 Niederlagen und 1 Sieg. Am nächsten Morgen durchqueren wir den Nationalpark La Civetta. Nur noch 450 Kilometer trennen uns von unserem finalen Ziel. Bis dahin genießen wir die Stille und Ruhe in der Natur.
Nach der langen Fahrt gönnen wir uns ein wenig Abwechslung und Erholung. Statt einem Hostel gibt es für diese Nacht ein kleines Bungalow. Zwischen den alten Gemäuern wachsen die Reben für den hauseigenen Wein, erklärt man uns. Natur pur, Entspannung und gutes Essen, das ist das Motto dieses idyllischen Hotels. Letztes Etappenziel Biarritz. Nur noch wenige Kilometer trennen uns von den geliebten Wellen. Endlich spüren wir das Meer und schlängeln uns durch die kleinen Straßen entlang der Küste. Nachdem wir 3 Länder erfolgreich durchquert haben, ziehen wir eine erste Bilanz. Unser treuer Weggefährte Johnny, Das Auto, hat uns sicher ans Ziel gebracht. trotz anfänglicher Bedenken und einigem Rost, sind keine wichtigen Fahrzeugteile abgefallen. Zum Beispiel der Auspuff oder die Hinterachse. Wir mussten nicht im Freien übernachten und mein Französisch wird auch langsam besser. Am frühen Abend erreichen wir dann endlich das Surfcamp und werden mit einem wunderschönen Sonnenuntergang belohnt. Am nächsten Morgen heißt es Bretter in die Hand und ab ins Wasser. Gar nicht so einfach, darum erst einmal Trockenübungen. Paddeln, paddeln. Und paddeln. Bauch einziehen, Körper anspannen und die Welle immer im Blick. Wenn sie dann kommt, einfach aufs Brett springen. Surfen und die Welle rocken. Surfkurse machen richtig Spaß und nebenbei erfährt man interessante Dinge rund ums Meer. Was sind Strömungen? Wie entstehen eigentlich Wellen? Lieber Shortboard oder doch eher in Malibu? Und ganz wichtig, erstens, keine Panik bekommen. Zweitens, nicht vergessen zu atmen. Und drittens, Einfach Spaß haben. runterfallen, Wasser schlucken, aufstehen, rauspaddeln, runterfallen. Und die wichtigste Frage, wie komme ich eigentlich wieder aus dem Wetsuit raus? Das ist nämlich gar nicht so einfach mit diesen Neoprenanzügen. Nur noch einmal für die Galerie. Übung macht den Meister. Nach wenigen Stunden sind wir schon recht gut. Eine tolle Truppe, in der man zusammenhält. Spruch des Tages: Mir tut's hier weh, da weh. Ich glaube, ich habe Muskelkater. Massage, Bier oder beides? Yeah, man. Am nächsten Morgen. Chris hat wie immer
Hunger verschlafen. Die Sonne ruft, der Kater brummt. Nach einer langen Nacht hat der ein oder andere noch ein bisschen Schädelweh. An Surfen ist heute nicht zu denken. Die Wellen zu groß, die Strömung zu stark. Nichts für blutige Anfänger. Aber es gibt ja noch genug andere Sachen im Camp zu entdecken. Karten spielen und vor allem Sonne genießen. Balancetraining und natürlich Longboarden. Bruni, Ferd und Stobi zeigen, was sie alles können. California Feeling pur. Tricksen, cruisen und das allerbeste Speed. Und so ist das nicht ganz optimale Surfwetter schnell vergessen. Was gibt es Schöneres, als nach einer erfolgreichen Session mit einem Bierchen und Freunden den Sonnenuntergang zu genießen? Neuer Tag, neues Glück. Es geht nach San Sebastian, der spanischen Küstenstadt nahe der französischen Grenze. Glück hatten wir nicht ganz auf dem Weg. Unser Navi scheint das Land Spanien anscheinend nicht zu kennen. Nach der Grenze nur noch graue Farbflächen. Umso bunter dafür aber die kultige Strandpromenade, wo wir die Locals der Surfszene bestaunen. Neben wunderbaren Wellen gibt es hier noch mehr zu sehen. Hey, meine Augen sind hier oben. Das ist die wunderschöne Kursaalbrücke, über die wir gerade laufen. San Sebastián wurde bereits im 11. Jahrhundert gegründet. Für das Jahr 2016 wurde sie zur Kulturhauptstadt Europas gewählt. Aber jetzt heißt es erstmal Fotoshooten. Neben großen Boulevards
lohnt es sich auch, die vielen kleinen Gassen zu erkunden. Architektonisch ein bunter Mix aus historischen und modernen Gebäuden. Zurück in Frankreich. Action pur bei den deutschen Meisterschaften im Wellenreiten. Trotz hohen Wellengangs und unberechenbaren Strömungen stürzen sich die Profis am Tag 2 der deutschen Surfmeisterschaften ins stürmische Meer. Ein Auf und Ab. Meter um Meter kämpfen sie sich weiter Richtung Line-Up. Unbeschreiblich, wie klein man sich als Mensch fühlen kann, wenn da so riesige Wassermassen auf dich zurollen. Die Muskeln brennen, die Augen schmerzen, die kalte Gischt verlangt den Jungs alles ab. Wenn man dann aber die perfekte Welle erwischt, war es all die Mühe wert. Beim Surfen kommt es aber nicht nur auf Leistung an. Vielmehr geht es darum, Spaß zu haben und eins mit der Natur zu werden. Gemeinsam durch den Sand zu stapfen an einem einsamen Strand, das ist schon ein ganz besonderes Gefühl, in dem sich nur noch alles um das eine dreht: Surfen. Neben dem Surfen, der wohl ältesten und populärsten Brettsportart, gibt es auch spannende neue Varianten, wie zum Beispiel Kiteboarden. Ähnlich wie beim Windsurfen kommt es auf die perfekte Mischung von Wind und Wellen an. Der Kiter hängt hierbei an einem Gleitschirm, der ihn durch die Fluten zieht. Waghalsige Sprünge und spektakuläre Flugeinlagen zeichnen diesen Sport aus. Während der durchschnittlichen 3- bis 10-sekündigen Flugphase lassen sich die unterschiedlichsten Stunts ausführen. Der offizielle Rekord liegt übrigens bei 22 Sekunden und einer Höhe von ca. 10 Metern.
Jeder Anfang ist schwer, aber nach wenigen Stunden unter der Anweisung von erfahrenen Sportlern macht man schnell Fortschritte. Das gilt übrigens für jede Wassersportart. Und irgendwann sieht das dann so aus. Was benötigt man also? Hallo, was ist mit den Frauen? Was benötigt Mann, / Frau, also wenn er, sie anfangen möchte? Als erstes braucht man einen Wetsuit. Und vor allem Frau. Den gibt es jedenfalls schon ab 200 €. Die Ausrüstung beim Kitesurfen ist wesentlich komplexer als beim Wellenreiten. Während Mann, Frau, ist ja gut, hier noch ein Segel, dort ein Helm und sonstiges Equipment benötigt, kommt man beim Wellenreiten wesentlich günstiger weg. Surfboards gibt es nämlich schon ab 300 €. Wer im Meer nicht auf irgendwelche Tierchen treten möchte, Wie zum Beispiel Peterfische, die tun echt weh. kann sich auch noch Surfschuhe kaufen, Die schützen nicht nur vor Kälte, sondern eben auch vor scharfen Hindernissen. wie zum Beispiel Glasscherben. Darum bitte einfach den Müll mitnehmen und nicht am Strand liegen lassen. Nach 2 Wochen Abenteuer blicken wir erfüllt zurück. Auf die Erfahrungen, die wir gemacht haben Die vielen besonderen Menschen, die wir kennengelernt haben, und die ein oder andere Panne, die wir trotzdem mit sehr viel Humor meistens zumindest. gemeistert haben. Schön war's. Wir kommen gerne wieder.